Anne war 65, als sie zum ersten Mal die Schwelle eines Kinderheims betrat. Als Veteranin der Pädagogik hatte sie ihr ganzes Leben als Lehrerin gearbeitet, doch nach dem Tod ihres Mannes begriff sie, ihr Herz war zu leer und ihr Haus zu still. Hier sind 7, sagte die Heimleiterin und zeigte auf die Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren. Geschwister, die Eltern sind vor 2 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Man darf sie nicht trennen, deshalb will sie niemand. Die Kinder musterten sie misstrauisch. Der Jüngste, Vanja, versteckte sich hinter seiner älteren Schwester Katja. Anne ließ sich langsam in die Knie sinken, holte ein altes Bilderbuch aus ihrer Tasche und fragte leise, »Soll ich euch etwas vorlesen?« So begann ihr Wahnsinn. Verwandte zeigten an die Stirn. »Du schaffst das nicht.« Freunde warnten. »In deinem Alter.« Doch Anne verkaufte ihr Wochenendhaus, beantragte das Sorgerecht und holte die Kinder in ihr altes, aber gemütliches Zuhause. Die ersten Monate waren die Hölle. Die Kinder fürchteten die Dunkelheit, schrien im Schlaf, vertrauten niemandem. Der mittlere, Sergej, stahl Essen und versteckte es unter dem Bett, angewöhnt aus dem Heim, wo es nie genug gab. Anne schimpfte nicht. Sie setzte sich zu ihm und sagte, »Ab jetzt wird es bei uns immer genug zu essen geben.« Einverstanden? Geld war knapp. Anne nahm Nebenjobs an. Nachtschichten in der Apotheke, Nachhilfestunden. Eines Nachts erwischte Katja sie weinend über den Rechnungen. »Wir lassen dich nicht im Stich«, sagte das Mädchen plötzlich und umarmte sie. »Ich lerne kochen, ich helfe dir.« Und sie hielten durch. Ein Jahr später geschah das Schreckliche. Anne brach im Supermarkt zusammen. Herzinfarkt. Die Kinder riefen panisch den Krankenwagen. Im Krankenhaus sagte der Arzt trocken zu Katja, »Ihre Oma braucht Ruhe, sonst wird der nächste Anfall ihr letzter sein.« Zu Hause hielten sie Kriegsrat. »Man wird uns zurückbringen«, schluchzte die Kleinste, Lena. »Niemand geht irgendwo hin«, sagte Sergej entschlossen, der 14-jährige Rebell, der noch gestern mit Weglaufen gedroht hatte. »Ich breche die Schule ab und gehe arbeiten.« »Nein«, unterbrach Katja, »ich kümmere mich um Anne. Ihr lernt weiter, dafür lebt sie.« Anne rappelte sich auf. Jahre vergingen. Katja wurde Ärztin, genau wie die, die einst Annes Leben gerettet hatte. Sergej eröffnete eine Autowerkstatt. Vanja, der einst ängstliche Kleine, zog in eine andere Stadt, rief aber jede Woche bei Oma an. An ihrem 85. Geburtstag waren alle versammelt. Anne, inzwischen ergraut und gebückt, sah sie an und konnte es kaum glauben. Ihre Familie. »Weißt du, warum wir durchgehalten haben?« Katja umarmte sie. »Weil du nicht versucht hast, uns zu retten. Du hast uns einfach geliebt.« Anne lächelte. Hat sie gerettet? Oder sie? Das spielt keine Rolle mehr. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.